Zweites Kapitel: Schöpfungsindizien. Woran erkennt man Schöpfungsindizien? In der Frage nach Schöpfung oder Evolution gibt es von vornherein einen gewichtigen Grund, die Antwortmöglichkeit Schöpfung zu berücksichtigen. Man sollte für alle denkbaren Antworten offen sein. Das war das Thema der ersten Folge unserer Serie. Besonders in der belebten Welt, aber nicht nur dort, gibt es darüber hinaus starke Indizien für einen Schöpfer. Woran erkennt man solche Indizien? Was starke Indizien für Schöpfung sind, können wir uns leicht klar machen, denn wir sind als Menschen selbst kreativ und künstlerisch tätig. Daher haben wir in der Regel ein sehr gutes Gespür dafür, welche Merkmale geschaffene Gegenstände kennzeichnen. Solche Kennzeichen kommen bei bloßen Naturprodukten nicht vor. Eine für uns als geistbegabte, kreative Wesen entscheidende Fähigkeit ist, dass wir in der Lage sind, uns Dinge vorzustellen, die noch gar nicht existieren. Das betrifft vor allem zukünftige Dinge, zum Beispiel eine Maschine, die wir bauen wollen, oder ein Bild, das wir gerne malen würden. Entsprechend können wir uns Ziele setzen, Wege überlegen, wie wir diese Ziele erreichen werden und für diesen Zweck geeignete Mittel auswählen. So entwerfen und konstruieren Techniker Maschinen, Programmierer schreiben Computerprogramme und Künstler modellieren eine Figur oder malen ein Gemälde. Wichtig ist nun, all das können Zufall und Naturgesetze nicht. Dinge und Abläufe, die auf natürlichem Weg, ohne Einfluss eines geistbegabten Wesens entstanden sind, haben die genannten Merkmale einer kreativen Verursachung nicht. Natürliche Prozesse sind blind in Bezug auf Ziele oder das Erreichen eines Zieles durch geeignete Mittel. Sie können keine Ziele analysieren oder geeignete Mittel bei der Verfolgung eines Zieles auswählen. Die Dinge laufen einfach so ab, wie es die Naturgesetze und zufälligen Rahmenbedingungen vorgeben. Ein reiner Naturvorgang ist es zum Beispiel, wenn Wasser einen Abhang hinunterströmt, wenn ein Fels durch Wind und Wasser erodiert oder wenn Wolken entstehen und Niederschlag fällt. Es ist ein enormer Unterschied, ob die Gestaltungsmöglichkeiten einer kreativen Person zur Verfügung stehen oder nur natürliche Prozesse und zufällige Effekte. Entsprechend groß sind auch die Unterschiede zwischen kreativ verursachten Gegenständen und rein natürlich entstandenen Dingen. Es verwundert daher nicht, dass sich die Merkmale von Gegenständen, die rein natürlichen Ursprungs sind, in der Regel sehr deutlich von kreativ verursachten Gegenständen unterscheiden. Schöpfungsindizien und Indizien einer rein natürlichen Verursachung sind meist sehr verschieden und klar unterscheidbar. Der grundlegende Unterschied zwischen kreativer und natürlicher nicht kreativer Verursachung soll anhand von 2 Beispielen verdeutlicht werden. Der Form dieses Felskopfes fehlen spezifische Merkmale, die auf eine besondere kreative Urheberschaft schließen lassen. Sie kann alleine auf die Wirkung natürlicher, regelhafter Kräfte und Materialeigenschaften zurückgeführt werden. Zum Beispiel durch die Entfernung von weicheren Felsbereichen, durch Wind, Regen und Erosion und dem Übrigbleiben der härteren Felsbereiche. Es ist in diesem Fall daher überflüssig, die Tätigkeit zum Beispiel eines Bildhauers anzunehmen. Anders dagegen urteilen wir über die berühmten Steinköpfe auf den Osterinseln. Hier wird niemand auf die Idee kommen, sie alleine durch Erosion und Materialeigenschaften zu erklären. Die Formen entsprechen ganz offensichtlich einer bestimmten Zielsetzung kreativ tätiger Wesen. Da die natürlichen Prozesse, die Steine formen können, ausreichend bekannt sind, kann ausgeschlossen werden, dass diese Figuren natürlich entstanden sind. Ein zweites Beispiel. Dieser Teil einer Lokomotive zeigt Komplexität, Organisation und Funktionalität. Für das Funktionieren der Lokomotive müssen die Form und die Anordnung der Teile hochspezifisch sein.
Die Struktur ist nur von ihrem Zweck bzw. von ihrer Zielsetzung her zu verstehen. Intuitiv erfassen wir sofort, dass die Organisiertheit der Maschine Planung und Konstruktion voraussetzt. Komplexität alleine wäre nicht unbedingt aussagekräftig, wie diese Geröllhalde zeigt. Hier fehlen Organisation und Funktionalität, und hier reichen Naturprozesse aus, um die vorliegende Konstellation zu erklären. Wichtig ist, Design, also kreative Verursachung, und Nicht-Design, also natürliche, zufällige Verursachung, schließen einander aus. Entweder liegt im Wesentlichen eine kreative Verursachung eines Gegenstandes vor, oder dieser ist alleine aufgrund natürlicher Prozesse entstanden. Bei der kreativen Verursachung können zwar natürliche materielle Dinge und natürliche Abläufe beteiligt sein, aber sie sind nicht die entscheidende Ursache. Wenden wir die geschilderten Sachverhalte auf Lebewesen an, so besteht kein Zweifel, dass an ihnen Schöpfungsindizien in Hülle und Fülle zu finden sind. An einigen ausgewählten Beispielen sollen 4 Typen von Schöpfungsindizien vorgestellt werden. Beispiele von Schöpfungsindizien: Alles oder nichts, nicht reduzierbare Komplexität. Maschinen oder Teilstrukturen davon funktionieren nur dann, wenn ihre minimal erforderlichen Bauteile vollständig vorhanden und allesamt aufeinander abgestimmt sind. Das wissen wir aus unseren Erfahrungen mit technischen Konstruktionen. Lässt man einen Teil oder eine Abstimmung weg, funktioniert die Maschine nicht mehr. Vielleicht funktionieren zwar noch Teile der Maschine irgendwie, aber die Maschine erfüllt nicht mehr ihren eigentlichen Zweck. Die Funktion ist auch nicht einfach nur schwächer, wenn eines der erforderlichen Bauteile fehlt, sondern sie geht meist komplett verloren. Ein einfaches Beispiel ist die Kraftübertragung durch Zahnräder. Damit die Kraftübertragung ohne Spiel, ohne Einklemmen und ohne Abrieb funktioniert, müssen die Zähne eine spezielle, abgerundete Form aufweisen, um den Kraftschluss permanent aufrecht zu erhalten. Die Zähne müssen an 2 aufeinander abgestimmten Rädern äußerst regelmäßig angeordnet sein. Außerdem ist geeignetes Baumaterial erforderlich. Niemand käme ernsthaft auf die Idee, dass ein Zahnradsystem ohne intelligenten Plan und kontrollierten Bau entstehen könnte, obwohl die Komplexität noch vergleichsweise gering ist. Es sind einfach zu viele Teile und Abstimmungen nötig. Nichts davon darf weggelassen werden. Es gilt alles oder nichts. Es war eine kleine Sensation, als solche Zahnräder, extrem miniaturisiert, an den Innenschenkeln der Larve einer Käferzikade entdeckt wurden. Sie synchronisieren beim Absprung die Bewegung der Beine. Solche nicht reduzierbar komplexen Bauteile gibt es bei allen Lebewesen in großer Zahl. Sie sind klare Designindizien bzw. Schöpfungsindizien. Schauen wir uns ein Beispiel aus der heimischen Pflanzenwelt an. Der Wiesensalbei schmückt vielerorts Böschungen und magere Wiesen. Die Salbeiblüte besteht aus einer Röhre sowie Ober- und Unterlippe. 2 lange gebogene Staubfäden liegen direkt unter dem schützenden Helm der Oberlippe. Sie sind am unteren Teil der Blüte seitlich mit der Röhre verwachsen. Dort befindet sich außerdem ein Gelenk. Von der Gelenkstelle aus ragen die Staubfäden nach oben. Auf der anderen Seite des Gelenks befinden sich 2 kurze Platten. Alles in allem wird damit eine Art Miniaturschlagbaum gebildet. Ein langes und ein kurzes Ende, Gelenk und Pfosten. Aber wofür ist dieser Schlagbaum gut? Und wer betätigt ihn? Bienen beispielsweise landen auf der Blütenunterlippe, die für sie eine regelrechte Landebahn darstellt. Zielsicher steuern sie auf den Blütengrund in der Blütenröhre zu, wo sich nahrhafter Nektar befindet.
Doch dabei versperrt ihnen die Platte, das kurze Ende des Schlagbaums, den Weg. Die Blütenbesucher aber wissen Bescheid und drücken mit dem Kopf die Platte nach hinten. Und die langen Staubfäden schnellen somit nach unten. Dabei wird der Pollen aus den Staubfächern fest auf den Rücken des Insekts gedrückt. Der Schlagbaum funktioniert. Beim Verlassen der Blüte bewegen sich die Staubfäden wieder an ihre ursprüngliche Position zurück, während das Insekt, den Rücken mit klebrigem Pollen beladen, seinen Flug fortsetzt. Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende, denn der Pollen muss nicht nur abgeholt, sondern auch wieder an der richtigen Stelle abgegeben werden. Am oberen Ende des Blütengriffels, der Narbe, einer Blüte einer anderen Wiesensalbeipflanze. Das kann erst geschehen, wenn das Insekt eine ältere Blüte besucht. Denn nach einigen Tagen Blühzeit wird zunächst nur der Griffel etwas welk und hängt dann aus dem Helm heraus. Beim Landeanflug streift das Insekt mit seinem Rücken den herunterhängenden Griffel, sodass der mitgebrachte Pollen an der Narbe abgesetzt werden kann. Er ist nun angekommen. Anschließend kann die Befruchtung stattfinden, wenn der abgesetzte Pollen zu einem Schlauch auswächst und im Griffelgewebe zur Samenanlage wandert. Alles passt bei diesem ausgetüftelten Blütenbau zusammen. Die seitliche Verbindung der Staubfäden mit der Blütenröhre, die Gelenke, die plättchenförmigen Fortsätze der Staubfäden und das Welken des Griffels zum richtigen Zeitpunkt. Alle diese Merkmale müssen zugleich vorhanden sein. Teilweise erfordert das einigen Aufwand, man denke nur an das Gelenk. Außerdem müssen die einzelnen Bauelemente auch passend aufeinander abgestimmt sein. Fehlt ein beliebiger Teil oder eine Abstimmung, führt das zum totalen Funktionsausfall der Schlagbaumkonstruktion. Gerade ein fein abgestimmtes Zusammenspiel mehrerer Bauteile, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, ist ein typisches Kennzeichen für kreative Verursachung. Also ein Indiz für einen Schöpfer. Spielerische Komplexität. Der Wiesensalbei besitzt noch ein zweites Designindiz. Nicht alle Salbeiarten haben diesen ungewöhnlichen Schlagbaummechanismus. Beispielsweise fehlt er beim quirlblättrigen Salbei oder auch beim Gartensalbei. Hier sind die Staubfäden einfacher gebaut. Diese Arten existieren und gedeihen trotzdem genauso gut. So gesehen erscheint der Schlagbaummechanismus überflüssig, denn es ist nicht ersichtlich, inwiefern er die Bestäubung durch Insekten besser ermöglicht, als dies bei den Arten ohne Schlagbaum der Fall ist. Warum gibt es diesen komplizierten Mechanismus also überhaupt? Eine solch aufwendige Konstruktion ohne merklichen Nutzen ist purer Luxus. So etwas kann ein natürlicher Evolutionsvorgang nicht hervorbringen. Denn Evolution hat keinen Sinn für Luxus. Aus Sicht der Evolution zählt nur Überlebens- und Konkurrenzfähigkeit und Produktion möglichst vieler Nachkommen. Aber dafür bringt der Schlagbaummechanismus offenbar gar keinen Vorteil. Welcher Auslesedruck soll also die Entstehung von Strukturen begünstigen, die ausgefallener sind, als es für das Überleben erforderlich wäre? Und doch gibt es in der Natur Strukturen dieser Art, in Hülle und Fülle. Warum also scheinbar unnötig kompliziert, wenn es auch einfach geht, könnte man fragen. Aus der Perspektive eines Schöpfers kann man gut verstehen, weshalb es Fantasie und kunstvolle Extras gibt. Denn ein Schöpfer ist nicht darauf festgelegt, nur auf Zweckmäßigkeit hin zu konstruieren. Bei kreativ verursachten Dingen können auch Schönheit, spielerische Elemente, Ausgefallenheit oder Fantasiereichtum eine Rolle spielen. Alle diese Kennzeichen scheinen keinen unmittelbaren Nutzen zu haben, sind aber dennoch da. Solche spielerische Komplexität kennen wir auch aus unserer eigenen kreativen Tätigkeit.
wir schmücken unsere Balkone mit Blumen, wir legen Wert auf Extras und schönes Design. Eine Wohnung soll nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön eingerichtet sein und vieles mehr. Auch bei Lebewesen kann man solche spielerischen oder künstlerischen Elemente häufig finden, und sie können als weiterer Typ von Schöpfungsindizien verbucht werden. Im Tierreich werden spielerisch erscheinende Merkmale und Schönheit oft mit der Balz in Verbindung gebracht. Beispielsweise seien ausgefallene Gefiedermerkmale, zum Beispiel beim Pfau oder bei Paradiesvögeln, evolutiv zum Zweck der Balz entstanden, um Weibchen für die Paarung zu gewinnen. Doch bei vielen Arten betreiben die Männchen keinen solchen Aufwand und pflanzen sich dennoch fort. So greift auch der evolutionäre Erklärungsversuch über das Balzverhalten nicht. Die Schönheit der Lebewesen und ausgefallene Strukturen scheinen sich hartnäckig gegen eine Erklärung unter einem bloßen Nützlichkeitsaspekt zu sperren und können als Schöpfungsindizien gewertet werden.